Es gibt sozusagen einen Sinn für mich, weil da habe ich jetzt etwas, was ich immer machen kann, was mir gefällt, wo ich Gefallen daran habe, wo ich mit meinen Interessen verbinden kann. Ich bin letzten September auf Berlin gezogen. Ich habe vorher in Basel eigentlich als Fotograf geschafft. Nicht 100%, sondern ich habe nebenbei immer noch etwas anderes gemacht. Ich habe assistiert, ich habe als Velokurier geschafft oder ich habe den Zivildienst auch noch gemacht. Und nach dem Ganzen bin ich dann eigentlich auf Berlin, um Fotografie zu studieren und arbeite aber auch als Fotograf in Berlin und manchmal in Basel. Ich möchte eigentlich etwas fotografieren oder Aspekte ansprechen, die man nicht so beachtet, wo ich aber finde, meiner Meinung nach ist das etwas, was ich gerne möchte mit anderen Menschen teilen, um Aufmerksamkeit auf das zu richten. Und da bin ich jetzt eigentlich dran. Das sind alles Projekte, die ich sozusagen über eine lange Zeit jetzt eigentlich immer so ein bisschen am Machen bin. Und das hängt immer davon ab, wenn ich jetzt vielleicht jemanden kennenlerne, der in das reinpasst oder wieder mal so eine Situation sehe. Trotzdem, eine Fotografie muss für mich auch eine gewisse Ästhetik haben. Es muss nicht nur einfach eine Aussage haben, sondern es muss, im Idealfall muss es beides haben. Was mir auch gefällt, ist, wenn einfach ein Bild schön komponiert ist und wo so eine Magie im Bild passiert. Man darf nie vergessen, finde ich, dass es auch ein schönes Bild schlussendlich muss sein. Ein Bild, das man anschauen will. Ich habe damals mit meinen Freunden eigentlich zusammen Parkour-Training gegeben. Einfach hier in Basel haben wir so wie eine Firma eigentlich gehabt, so eine kleine Firma. Und dann ist es um die Webseite gegangen, es hat Bilder gebraucht, keiner hat sie gemacht. Habe ich irgendjemanden gesucht, der das für mich machen könnte, hat es niemand gemacht. Und am Schluss bin es einfach ich, der die Bilder gemacht hat. Ich hatte eigentlich so den ersten Kontakt mit der Fotografie gehabt und mich damit, so mit der Technik und dem ganzen Grundkenntniszeug damit befasst und gelernt. Ziemlich schnell ist mir dann bewusst geworden, wie man eigentlich das verwenden kann, um Wissen aneignen, wo man vielleicht auf eine andere Art gar nicht dazugekommen war. Oder was ich auch sehr faszinierend finde, ist zum Beispiel, spricht man Leute an, weil man sie spannend findet, weil es ein interessanter Charakter ist, wo ich jetzt ohne Kamera hätte ich jetzt gar keinen Grund, mit dem Mensch eigentlich zu reden. Aber plötzlich, durch dass ich die Kamera habe, wird er wieder interessant. Und das ist so eigentlich die persönliche Motivation, einfach so das Erforschen eigentlich, so ein bisschen genau schauen auf die Umgebung und auch vielleicht auf eine Art einen Beitrag dazu leisten. Es ist einfach nur ein Job, wie jeder andere, aber es hat einen kreativen Prozess dazwischen. Und schlussendlich machst du es für dich selber, weil das Resultat, das du nachher rausholst, das ist dann dir zugute. Du kannst auch an deinem Beruf arbeiten, du kannst so viel rausholen, wie du eigentlich willst, weil es ist dein eigenes Ding. Du schaffst nicht für jemand anderes, also im Normalfall. Man kann auf beiden Faktoren eigentlich sich weiterentwickeln, einerseits beruflich, andererseits mit dem freien Projekt. Und oft hängt es dann auch zusammen, wenn man jetzt ein freies Projekt macht, sieht das vielleicht jemand und dann durch das geht sich dann etwas beruflich oder so. Also es ist sehr verstrickt, ist mir dann mit der Zeit auch aufgefallen. Und das Tolle ist natürlich, wenn man dann beides kombinieren kann. Es gibt mir eigentlich extrem viel Energie, durch jeden Tag aufs Neue wieder eigentlich mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Das finde ich sehr spannend, weil du schaffst eigentlich immer an deinem riesigen, grossen Projekt dran, fotografieren sozusagen, aber du weißt jetzt nicht, in welche Richtung es geht. Es ist ungewiss auf eine Art. Manchmal ist es natürlich ein bisschen unangenehm, weil du weißt jetzt nicht, was mache ich in 2 Jahren. Aber auf eine Art finde ich das halt spannend. Wiederum, wenn dann Leute kommen, Kontakt, wo man früher mal damit zusammen geschafft hat, oder Kunden,
haben wieder Anfragen, dann finde ich das auch schön, weil auf eine Art ist es dann der eigene Verdienst, man hat eine gute Arbeit gemacht und das wird wertgeschätzt und auf eine Art auch belohnt. Das finde ich einerseits auch schön, wenn nicht immer alles eine neue Herausforderung ist, sondern dass man auch sich auf eine gewisse Routine verlassen kann, aber trotzdem dann nicht alles einfach diese Form annimmt. Was mir enorm viel gebracht hat, ist einfach mit Leuten reden, die schon lange in diesem Bereich sind, die schon viel Erfahrung haben, die vielleicht schon etwas erreicht haben in ihrem Bereich. Und wenn man dann mit so Leuten reden kann, seine Sachen ihnen zeigen und einfach Konversation führen, bringt das extrem viel. Ich habe teilweise mit Leuten gesprochen, sei es nur einen Nachmittag lang, aber ich habe die Sachen nachher ganz anders gesehen. Man muss dranbleiben, es ist hart, es braucht richtig viel Zeit. Man muss bereit sein, die Zeit aufzuopfern. Man muss andere Sachen zurückstecken für das Interesse. Das, was man machen kann und die Ideen, die man hat, an die muss man tragen, man muss die umsetzen und man muss nicht einfach dann denken, das macht man nächste Woche oder in einem Monat, jetzt habe ich anders zu tun. Wenn man Zeit will finden, dann hat man im Normalfall eigentlich immer. In meinem Fall ist das so gesehen, ich habe immer die Sachen neu reinquatschen. Sei es halt in der Nacht gesehen oder nach dem Arbeiten, aber es hat immer Zeit, wenn man es will. Und das ist das Wichtigste, finde ich. Man muss sich die Zeit nehmen.